Willkommen in Elite Dangerous. Dies ist das erste Video in der kleinen Serie, die ich machen will von Infovideos zu Schiffsausstattungen für den Anti-Xeno-Kampf, den Krieg gegen die Thargoiden. Und zwar, das ist das einfachste Schiff, das ich jetzt hier vorstelle. Das bedarf keine besonderen Guardian-Technologien und Grinding von irgendwelchen Sachen großartig und so weiter. Das kann sich im Grunde genommen jeder zusammenbauen, sodass ja im Grunde auch jeder eigentlich teilnehmen kann an dem Anti-Xeno-Kampf und kann da Geld verdienen, Credits verdienen. Grundsätzlich muss man erstmal sagen, die am besten geeigneten Schiffe für den Anti-Xeno-Kampf sind der Great MK2, der Alliance Chieftain und der Alliance Challenger. Das sind eigentlich die wirklich am besten geeigneten Schiffe für den Zweck, wegen der Anzahl der Hardpoints für Waffen und der Anzahl der Slots, wo man dann eben Rumfüllen-Erweiterungen reinstecken kann. Das muss man einfach erstmal so sehen. Natürlich kann man probieren, auch jedes andere Schiff auszurüsten. Es sollte nur möglichst viele Hardpoints für Waffen haben, mindestens mal 4 oder 5, besser 5 oder 6. Und möglichst viele Slots, optionale Slots für Rumfüllen-Erweiterungen. Das ist das Wichtigste erstmal. Ich fange jetzt hier an, erstmal mit einem Alliance Chieftain in der Ausstattung und die schauen wir uns dann jetzt mal an. Und anschließend wird die auch hier live getestet im Video. Nur mit Strahlenlasern und dann habe ich hier für eventuell, wenn man vielleicht einen Schwarm bei einer großen Blume abschießen will, habe ich noch einen Flakwerfer reingebaut. Falls man da üben will, so einen Schwarm abzuschießen mit einem Flakwerfer. Der ist eine Turmversion, die ich hier dabei habe. Die fest installierte Version, die ist im Endeffekt genauso stark, also hat genau dieselben Werte, die feste Version. Von den Flakwerfern gibt es da in der Form nur den Unterschied, dass das eine Turm und der andere fest ist. Ich habe in den Werkzeugsteckplätzen einen Xenoscanner drin. Ich habe mal eine Punktverteidigung draufgepackt, das heißt zwar, die wird nichts nützen, aber ich stelle immer wieder fest, dass die schießt, wenn Raketen auf mich zukommen von den Thargoiden. Da geht die Munition runter, also das Ding schießt schon irgendwie, also weiß nicht, irgendwas tut's da. Ich habe nochmal einen Kühlkörperwerfer drin. Diese Kühlkörperwerfer, die gibt es ja bei Sirius, auf diesen Sirius-Megaschiffen. Da gibt es eine ganze Menge Info im Internet drüber, wo man sich die holen kann. Und auch bei Inara. Und dann diesen Abschaltfeldneutralisator. Was die Basis angeht, ich habe hier eine leichte Legierung. Naja, man muss natürlich bei den Engineers, bei den Ingenieuren Sachen modifizieren können. Also das muss man auf jeden Fall mal haben, wenn man da kämpfen will, weil man braucht da schon gemoddete Komponenten. Das sieht man auch hier an den Strahlenlasern, die ich benutze. Die sind alle auf Waffeneffizienz und thermische Entlastung gemoddet. Die kühlen also das Schiff auch noch runter, wenn man einen Feind trifft. Was dann wiederum den Thargoiden erschwert, mich zu treffen. Ja, die Strahlenlaser hier. Der Flakwerfer lässt sich nicht modden. Leichte Legierung gemoddet. Das Kraftwerk ist leichter, kleiner, das bringt mehr Schub, mehr Geschwindigkeit und besseres Handling, das ist wichtig dabei, wobei der Energieverteiler macht da natürlich auch viel mit und vor allem thermischer Verteiler braucht das für die Kühlheit, damit es einfach kühler ist. Kraftwerkspanzerung muss sein und thermischer Verteiler. Schubdüsen können besser gar nicht sein. Die müssen auf jeden Fall gemoddet werden auf aggressives Antriebstuning und Drag-Antriebe, damit man hier diese Boostgeschwindigkeit erreicht. Frameshift-Antrieb ist der vorgefertigte, den man auch bei einem menschlichen Testbroker sich holen kann. Der ist nochmal erweitert mit dem Massenmanager. Lebenshaltung gemoddet auf Leichtgewicht. Das hat wieder mit eben der Agilität des Schiffes zu tun, genauso wie das leichtere Kraftwerk. Und der höheren Boostgeschwindigkeit, dass die Lebenshaltung einfach nur eine leichte ist, eine 5D. Die muss reichen. So gut müsst ihr fliegen können, dass ihr, wenn die Kanzel mal weggeschlossen ist, dass ihr da euch in den 7,5 Minuten, die das hier hält, auch retten könnt.
in ein anderes System springen und in eine Station einfliegen. Sollte machbar sein. Ladungsoptimierter Energieverteiler und mit Superleitern ist wichtig, damit man möglichst schnell immer wieder neu boosten kann. Daher sollte der so ausgelegt sein. Die Sensoren sind auch auf leicht ausgelegt, leichter Scanner, eben wieder Auswirkungen auf die Boostgeschwindigkeit und auf die Agilität, die Beweglichkeit, das Handling des Schiffes. Die optionalen, da sind jetzt drin ein hochgemodelter Schildgenerator, natürlich dann eben der größte hier, 6A, der da reinpasst, verstärkte Schilde und Schnelllader ist da die Modifikation. Ja, und dann hier jede Menge Rumpfhöhlenverstärkungen, Metalllegierung, weil die bieten hier einen kaustischen Widerstand von 3%. Thargoiden machen kaustischen Schaden, das ist der Schaden von denen. Die sollte man sich auf jeden Fall besorgen. Und dann die menschliche Modulverstärkung, die man ja auch kaufen kann. Und diese Meta-Rumpfhöhlenverstärkungen, die kann man offensichtlich jetzt auch kaufen. Ich habe hier in Inara unter Daten und suche nach Ausstattung hier einfach mal nach Meta Alloy Hull gesucht. Und da kamen dann tatsächlich hier diese Systeme raus, diese Stationen raus, sind alles Siedlungen, wie man hier sieht. Das sind also alles Bodenstationen, Bodensiedlungen, militärische allerdings in erster Hinsicht. Und die bieten offensichtlich diese Meta-Legierungen an. Ich bin da auch mal hingeflogen und habe mir das mal angeschaut. Tatsächlich gibt es die da zu kaufen. Jetzt weiß ich allerdings nicht, ob man die wirklich jetzt einfach so kaufen kann für jedermann oder ob man die freischalten lassen muss. Ich habe sie nämlich freigeschaltet bei einem menschlichen Tech-Broker, aber ja, vielleicht muss man das gar nicht mehr und kann die hier einfach so kaufen. Das empfehle ich mal so auszuprobieren. Ansonsten beim Tech-Broker freischalten. Dazu braucht man diese Meta-Legierungen, die man sich beim Barnacles holen kann. Das muss man aber auch nicht, wer das Geld dazu hat. Unter Waren, hier Daten und Waren, kann man mal nach Meta-Legierungen suchen. Und man sieht, es gibt Carrier, die bieten Meta-Legierungen an. Ich meine, die sind nicht billig, okay. Aber wir brauchen ja auch nicht Tausende oder so. Wir brauchen, ich glaube, 20 oder so für diese Meta-Legierung beim menschlichen Tech-Broker. Ich blende mal ein Bild ein in Bezug auf diese Meta-Legierungen. Diese Rumpfhüllenverstärkung mit Meta-Legierung, das sind die Dinge, die man dazu braucht und die Anzahl. Wir brauchen also 28 Meta-Legierungen. Dann noch verstärkte Trägerplatte, kann man überall kaufen. Schildeinsatzanalysen, konfigurierbare Komponenten, das sollte man dann eben haben, um sich da eben die Meta-Legierungen einmal freizuschalten. Und einmal freigeschaltet sind die dann beliebig oft kaufbar. Also wenn sie freigeschaltet sind, sind sie mit Sicherheit hier zu kriegen. Wenn man hier nachsucht, dann kann man die mit Sicherheit hier kaufen. Wie gesagt, ich weiß jetzt leider nicht, weil ich habe die schon lang freigeschaltet, ob das für jedermann jetzt möglich ist. Einfach mal hinfliegen in so eine Station, ausprobieren. Das ist also jetzt so ein Schiffchen, das sollte doch jeder ziemlich sich irgendwie bauen können, ohne große Guardian-Technologien und so weiter und trotzdem Scouts abschießen können. Hier habe ich nochmal in EDSY die Konfiguration von diesem Schiff. Das Schöne an den Lasern ist, man muss die nicht nachfüllen. Die werden ja nur von der Energie gespeist. Da ist nichts mit Nachfüllen und so. Da kann man also auch dafür schon mal Geld sparen, dass man die nicht nachfüllen muss. Das Schiffchen kostet 67 Millionen insgesamt, so ausgestattet. Man kann die Point Defense auch rausnehmen
und da stattdessen so nochmal so ein Heatsink einbauen, geht natürlich. Aber man braucht bei dieser Konfiguration nicht zwingend einen Heatsink, weil die Beamlaser sind ja auf Runterkühlung, Thermal Vent heißt das hier, konfiguriert. Ich füge jetzt gerade hier hinten dran nochmal ein paar weitere Konfigurationen ein. Das ist zum Beispiel eine, wenn jemand zum Beispiel die Guardian-Module zumindest schon erforscht hat und hat Zugriff auf die Guardian-Module, dann kann er die Guardian-Hüllen, Rumpfhüllen-Erweiterungen reinsetzen. Und das bringt natürlich deutlich mehr Schutz nochmal vor kaustischem Schaden als die mit dem Meta-Alloy, mit diesen Meta-Legierungen. Dazu braucht man allerdings ein stärkeres Kraftwerk. Da sollte man dann eben auch hier so ein Guardian-Hybrid-Kraftwerk einbauen. Und ein 6A-Kraftwerk tut es natürlich auch, das dann natürlich auch mit den Modifikationen genauso konfiguriert sein sollte wie das vorhin gezeigte 5A-Kraftwerk hier im Video am Anfang. Also auch mit Kraftwerkspanzerung ausstatten und dann eben mit diesem thermischen Verteiler. Und hier jetzt nochmal eine andere Variante mit diesen neuen AX-Waffen, die wir jetzt seit 2 Wochen haben. Diese Enhanced AX Multicannons, 3 Stück drin und der Rest Beamlaser. Da brauchen wir wieder auch ein schwächeres Kraftwerk. Das reicht, allerdings müssen wir das als overcharged auslegen, können aber eben auch die thermische Verteilung wieder da reinmachen, wie man sieht in diesem Bild. Es geht aber natürlich, wer Zugriff drauf hat, auch ein Guardian 5A Kraftwerk. Das würde dann für diese Konfiguration auch schon reichen. Oder eben dann auch wieder stattdessen, statt diesen Guardian Hüllenerweiterungen, dann diese Meta-Legierungs-Rumpfhüllenerweiterungen reingesteckt. Braucht er natürlich auch wieder weniger Strom. Und dann kann das Kraftwerk nochmal anders ausgelegt werden. So könnte man da zum Beispiel auch fliegen, wer dann eben diese AX Multicannons lieber benutzen will und dann in der Kombination mit Beamlasern kann das auch machen. Und dann wollen wir jetzt das Schiffchen mal in so eine Konfliktzone mit den Targoiden, ohne dass ich hier spezielle Waffen drin habe, spezielle AX-Waffen, sondern wirklich die normalen Strahlenlaser, einfach nur gemoddet. Dann wollen wir das mal im Kampf ausprobieren. Ich bin jetzt hier in Yangzangata. Das ist eine relativ kleine Gegend, ein kleiner Bereich, wo die zugange sind. Die Targoiden, die haben hier nicht so viele Systeme besetzt in der Ecke. Wobei das jetzt nicht relevant ist, aber ich habe mir das halt gerade jetzt mal ausgesucht. Da gibt es hier einen aufgegebenen Hafen und wird ein Hafen noch angegriffen, das heißt, da finden noch Kämpfe statt. Na dann, auf in den Kampf! Wenn ihr jetzt unterwegs, wie jetzt zu sehen, rausgeholt werdet von so einem Dickschiff da, dann gibt es nur eins, wegboosten. Ja, auf jeden Fall hier volle Kanne auf Antrieb und weggeboostet, weil gegen den habt ihr natürlich keine Chance, mit den Strahlenlasern schon mal gar nicht. Ja, und wir sind deutlich schneller als die Targoiden. Deswegen einfach alle Pips da rechts unten auf den Antrieb und weggeboostet, bis der FSA wieder zur Verfügung steht und dann wieder weiter in den Sprung. Ja, aber ich war jetzt so schnell weg, da hat mich keiner angreifen können. Ich will ja nur gegen Scouts kämpfen. So, da wird schon mal ein Hafen angegriffen. Zwei sogar. Aber es gibt mit Sicherheit auch im Weltraum CZ, die müssten wir hier dann finden. Ja, dann muss ich mal einen Filter rausnehmen. Da,
AX-Kampfbereich, geringe Intensität. Den wählen wir uns mal aus, damit wir erstmal im Weltraum bleiben. Kampfmodus aktiviert. Und da haben wir den ersten Scout. Ja, wir müssen natürlich unsere Pips hier umstellen. Ganz vergessen. Ja, man sieht, man richtet mit Strahlenlasern hier gegen das Burji da was aus. Da geht nämlich auch ganz schön die Hülle runter von den Scouts. Und paff hat man einen. Geht also auch mit Strahlenlasern. Für die Abschüsse gibt es deutlich mehr als die 80.000. Da hat man dann Millionen noch in den Transaktionen, die man dann sieht. Und man muss keine Munition nachfüllen. Reichweite ist 3000 Meter. Je näher man natürlich dran ist, umso besser wirken die. Hier wird das jetzt schön runtergekühlt, sieht man richtig an der Temperatur, wenn ich richtig treffe. Laser also treffen, dann geht die Temperatur schön runter. Und je kühler das Schiff ist, umso schlechter treffen einen die Thargoiden. Deswegen eben diese Modifikation der Strahlenlaser auf diese thermische Entlastung. Das bringt mehr dann im Thargoidenkampf als alles andere, was man mit den Lasern so anfangen kann. Und da jetzt ist das Schiff ganz kalt, eiskalt. Und da sehen die irgendwie anscheinend die Thargoiden einen nicht mehr so. Die können dann nicht mehr so treffen. Wir haben einen kaustischen Schaden an der Höhle. Ja, deswegen diese Meta-Alloy-Rumpfhüllenerweiterung. Denn da hält das schon länger durch, das Schiff. Da kann man einiges abschießen, bevor man dann erstmal wieder zu einer Reparatur fahren muss. Ja, und dann kommen auch so Limpets an. Die werden von anderen NPC-Schiffen ausgeschickt. Die machen dann einen sauber. Da kommt die Drohne zum Saubermachen. Kaustischer Schaden beseitigt. Natürlich repariert sich jetzt meine Hülle nicht, das nicht, aber guck mal, wie kalt das Schiff jetzt ist. Oh, jetzt kommt so ein dicker, da müssen wir weg. Dafür ist jetzt der Feldneutralisator, wenn der Dicke da jetzt anfängt, seine Energiespitze auszuschicken, dann müssen wir den Feldneutralisator sofort einschalten. Den Dicken da, den können wir vergessen. Da holen wir jetzt lieber ein paar Scouts. Da heißt es jetzt Rakete im Anflug.
Da die Punktverteidigung, die schießt. Und die Rakete ist weg. Das heißt, die Punktverteidigung würde nichts nützen. Ja. Trifft wahrscheinlich nicht immer. Kommt halt drauf an, aber jetzt hat sie mal getroffen. Wir müssen weg hier. Wir müssen hier weg. Da kommt schon wieder so ein Schwarm. Hinter mir hängt da schon wieder so ein Dicker mit seinem Schwarm. Das brauche ich nicht. So, jetzt haben wir da jede Menge kaustischen Schaden an der Hülle, wie man da rechts sieht. Den können wir jetzt gleich mit Überhitzung beseitigen, weil die Laser überhitzen das Schiff auch. Wenn wir also jetzt die Laser abschießen, dann werden wir immer heißer. Durchs Boosten natürlich auch nochmal. Wobei das Runterkühlen viel stärker ist als das Überhitzen. Und bei 140 Grad wird dann der kaustische Schleim da an der Hülle weggebrannt und der Schaden beseitigt. Wir können auch noch Schleichfahrt zusätzlich einschalten. Ja, und jetzt ist die Substanz weg, Kühlkörper raus. Schleichfahrt aus, habe ich vergessen. Und Kühlkörper raus und wieder kalt. Ja, und die kaustische Geschichte ist weg, sieht man da unten bei der Hülle, da wird es nicht mehr gelb, da ist es wieder schön orange. Allerdings die Hülle ist natürlich jetzt böse angeschlagen und das heißt, wir suchen uns jetzt mal ein schönes Plätzchen zum Reparieren. Müssten wir mal schauen, ob wir jetzt hier nochmal einen Hafen finden, entweder im System, wo wir landen können. Zum Reparieren, hier oder hier. Entfernung 2,8, Entfernung 4,4. Da können wir hier mal hinfliegen. Dann können wir uns hier gerade wieder reparieren und dann wieder ins Kampfgetümmel stürzen. Ich habe hier immer Tonprobleme in diesen Kampfzonen mit den Targoiden. Mit Tonstörungen. Schauen wir mal, was das jetzt eingebracht hat mittlerweile. 900.000 Credits. Gut, in der mittleren oder hohen Intensität Kampfzone hätte es vielleicht mehr gegeben. Das ist jetzt die mit niedriger Intensität gewesen. Und in einer mittleren Intensität gibt es wahrscheinlich etwas mehr Geld. Da ist natürlich auch mehr los. In so einer Kampfzone, wo ich schon in den letzten Videos von mir hier gezeigt habe, wo es so grün ist um eine Station herum, da habe ich bisher immer Millionen kassiert. Das höchste war mal, wo ich die Laser ausprobiert habe, das erste Mal, waren es 20 Millionen, die ich da kassiert hatte. Natürlich manuell landen, weil wir haben ja keinen passenden Landecomputer eingebaut. Dafür mehr Schutz. Kindly reduce speed to 100 meters per second. Landing gear deployed. Reparieren. Wir haben 900. Ja, 900
900.000 verdient. 900.000 Credits, da können wir uns für 12.000 auch reparieren. Ja, 39.000, da haben wir immer noch im Plus. Und nachfüllen. Ja, das Punktverteidigungsgeschütz hat irgendwas abgeschossen. Hat irgendwas geschossen, sonst hätte ich es nicht nachfüllen müssen. Und schon sind wir wieder fit, können uns ins Kampfgetümmel stürzen wieder neu. Ja, also wenn man sich von den Dicken und ihren Schwärmen da fernhält, dann kann man da auch mit so einem Schiff, mit, sage ich mal, Standardausstattung, mehr oder weniger, abgesehen von den Ingenieuren, kann man dann auch schon schön mitkämpfen. Oh, das war das erste Video in so einer kleinen Serie zu den Anti-Xeno-Kampfschiffen. Das einfachste Schiff. Ja, alles Gute, bis zum nächsten Video. Tschüss dann.